Hallo und willkommen zum ersten Video meiner neuen Serie Quilten und Patchwork 101. Diese Serie ist etwas unstrukturiert und spontan, aber ich glaube deswegen nicht weniger informativ und unterhaltsam. Ich möchte euch gerne in regelmäßigen Abständen Tipps, Tricks, Grundlagen, Hintergrundinformationen, alles, was mir eigentlich so einfällt und alles, was ihr mich fragt zum Thema Patchwork und Quilten mit euch teilen. Und den Start machen wir heute mit einem Grundlagenblock, dem, hier könnt ihr ihn sehen im Hintergrund, dem Log Cabin Quilt Block. Ich liebe diesen Blog und alle die Möglichkeiten, die er mit sich bringt, aber dazu erzähle ich euch jetzt im Video mehr. Los geht's! In diesem Video stelle ich euch einen absoluten Klassiker unter den Quilt-Blöcken vor, und zwar ist das der Log Cabin Block. Ich habe mal ganz schnell gegoogelt und herausgefunden, dass es diesen Quilt-Block seit fast 200 Jahren gibt. Also wirklich ein ganz, ganz klassisches Design und immer noch beliebt. Und das hat viele Gründe, denen ich mich auch wirklich anschließen kann. Zum einen ist der Log Cabin Block sehr, sehr einfach zu nähen. Er ist scrap-friendly, also man kann ihn ganz wunderbar aus Stoffresten nähen. Es geht vergleichsweise schnell zu nähen und wohl wahrscheinlich der beste Grund, sich mal an Log Cabins zu versuchen, ist, dass mit einem sehr simplen Block ganz, ganz viele verschiedene Quilt-Designs möglich sind. Je nachdem, wie man die Farben verteilt, wie man die Blöcke anordnet und wie man den Block grundsätzlich orientiert. Und all das zeige ich euch in dem Video heute. Was ist jetzt genau ein Log Cabin Block? Und ihr seht hier mehrere Log Cabin Blöcke zu einem Quilt Top zusammengenäht. Und ein Block ist dieses Element hier, dieses quadratische Element mit einem Mittelquadrat und dann drumherum angeordnete Streifen, und das ergibt dann einen quadratischen Block. Und ihr könnt jetzt hier schon erahnen, je nachdem, wie man diesen quadratischen Block im Quilt orientiert, ergeben sich dann wiederum ganz andere Sekundärmuster. Welche klassischen Anordnungen es gibt, zeige ich euch jetzt hier einmal digital. Ihr seht hier ein Mini-Quilt quasi aus insgesamt 16 Blöcken, 4 Reihen und 4 Spalten. Und hier in dieser ersten Version sehen alle Blöcke genau gleich aus. In weiß ist quasi der Hintergrund. Dann gibt es farbige Streifen, die habe ich auch in jedem Block gleich gehalten. Damit kann man natürlich auch spielen. Das habe ich jetzt in diesen Beispielen, die ich euch jetzt heute zeige, nicht gemacht. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten sind wirklich unendlich. So sieht das Ganze aus, wenn man die Blöcke komplett gleich orientiert und anordnet. Wenn man jetzt aber wie hier mal mit der Orientierung der Blöcke spielt und einige dieser Blöcke dreht, dann ist zum Beispiel so ein Muster möglich. Auch hier könnte man in einem Quilt zum Beispiel jede dieser sich ergebenden, ja, ich nenne es mal Art Blumen, wenn man die jeweils in unterschiedlichen Farben gestaltet, kann man tolle Regenbogeneffekte erzeugen. Also auch da ist wiederum ganz, ganz viel möglich, weil nicht jeder Block muss gleich gestaltet sein. Dreht man die Blöcke wiederum anders, kann man auch zum Beispiel so eine Streifenanordnung im Quilt erzeugen. Das finde ich, sieht auch immer echt schick aus. So ein Quilt würde ich auch total gern irgendwann einmal nähen. Oder aber man startet im Zentrum des Quilts und arbeitet sich quasi nach außen vor und bildet Rahmen. Auch hier gibt es so viele Möglichkeiten, mit diesem Design zu spielen. Alle diese Blöcke, alle diese Designs bisher, da waren die Blöcke quasi als reguläres Quadrat angeordnet, einfach in Reihen, und ihr dreht einfach nur den Block selber quasi um 90 Grad, um 180 Grad, um das Muster zu erzeugen. Wenn man nun jetzt aber
mal die Blöcke on point ausrichtet, also den Block 45 Grad dreht und auf seine Spitze stellt, dann ist so eine Anordnung zum Beispiel möglich, die ich total schön finde. Das war mein Ursprungsplan für diese Blöcke. Ich finde, es sieht fast aus wie Herzen, so ein kleines bisschen, mit diesem Design. Das einzige Problem, was es bei On-Point-Blöcken gibt, sind diese Füllblöcke an den Seiten. Aber wie ihr das lösen könnt, erzähle ich euch am Ende des Videos auch nochmal. Auch hier kann man wiederum mit der Orientierung spielen. Das habe ich getan und dann ist dieses Muster dabei rausgekommen. Und diese sich bildenden Blumen, die mag ich sehr, sehr gerne und deswegen ist so letztendlich auch mein Top gewesen. Das waren jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Beispiele und es gibt noch so, so viele mehr. Also wenn ihr euren eigenen Log Cabin Quilt näht, dann probiert doch selber mal aus, worauf ihr Lust habt, was euch am besten gefällt. Der Prozess macht wirklich, wirklich Spaß. Es gibt 2 verschiedene Wege, die ich gerne nutze, um Log Cabin Blöcke zu nähen. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Log Cabin Block mit der Foundation Paper Piecing Methode nähen kann. Es wird ein zweites Video geben. In dem zweiten Video zeige ich euch den Prozess mit klassischen Patchwork-Methoden. Ich muss aber zugeben, ich präferiere tatsächlich Foundation Paper Piecing ein bisschen mehr. Warum ist das so? Mit FPP, also das ist die Abkürzung für Foundation Paper Piecing, habe ich extrem akkurate Ergebnisse, ohne mich anzustrengen. Meine Streifen sind alle komplett gleich breit. Mein Block hat auf jeden Fall die finale Größe, die ich brauche für meinen Quilt-Top. Das heißt, da geht nichts schief, weil ich vielleicht gerade mal mit der Nahtzugabe geschludert habe oder so. Außerdem muss ich meine Streifenreste für die Foundation Paper Piecing Methode nicht vorher zuschneiden. Ich nutze einfach meinen ganzen Stapel an Streifen, setze mich an die Nähmaschine und los geht's. Ich zeige euch in diesem Video ein paar Basisschritte, wie ich diesen Block mit Foundation Paper Piecing nähe. Wem das in diesem Video ein bisschen zu schnell geht, dem empfehle ich noch in mein Basis- oder Grundlagenvideo zu Foundation Paper Piecing reinzuschauen. Da erkläre ich das noch mal ein bisschen ausführlicher. Es gibt noch ein bisschen mehr Details zu sehen in diesem Video. Auch das Video verlinke ich euch hier unter diesem Video. Genau, aber jetzt lasst uns loslegen und unseren Log Cabin Block nähen. Ich arbeite gerade an einem Quilt mit Log Cabin Blöcken aus meinen ganzen Ruby Star Society Resten und auch Stoffen. Und nutze dafür diese Vorlage, die es auch bei mir im Shop gibt. Also in meinem Shop gibt es eine Log Cabin FPP Vorlagensammlung für Blöcke in 3 verschiedenen Größen. Da gibt es dann jeweils einen kompletten Block, eine komplette Blockvorlage, aber auch Blöcke, die jeweils nur, oder Vorlagen, die jeweils nur für einen halben bzw. Viertelblock geeignet sind. Das braucht ihr, wenn... So, Beispiel geschnappt. Also, das braucht ihr, wenn ihr ein Quilt nähen wollt, wo die Blöcke on point angeordnet sind. On point bedeutet, dass meine Anordnung der quadratischen Blöcke nicht einfach so in Reihen passiert, sondern ich drehe meine Blöcke um 45 Grad und sie stehen quasi hier auf der Spitze. Das führt dazu, dass zu meinen Quilträndern auslaufend ich quasi halbe Blöcke zum Füllen brauche und in den Ecken Viertelblöcke. Und ich mag diesen Effekt. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera hier gut rüber. Aber bei den On-Point-Blöcken, diesen Effekt dieser blumenartigen Gebilde, mag ich so, so gerne. Und deswegen habe ich mir eben genau diese Vorlagen gebastelt für die Ränder. Man kann auch sich quasi komplette Blöcke
nähen, ganze Blöcke, und diese dann für den Rand entsprechend zuschneiden. Allerdings muss man dann darauf achten, dass man immer noch eine Nahtzugabe stehen lässt. Stellen wir uns vor, ich will diesen Block jetzt hier für den Rand nutzen, dann, und zwar diese Seite hier, dann schneide ich den nicht so diagonal durch, sondern muss das Ganze um 1/4 Inch in die Richtung verschieben, damit ich noch eine Nahtzugabe habe, und schneide das Ganze hier ab. Das heißt, von jedem Block kann ich immer nur eine Hälfte nutzen, weil die ja natürlich dann definitiv zu klein ist. Und damit ich nicht so viel Verschwendung habe von meinen fertigen Blöcken, habe ich mir eben genau diese Vorlagen gebastelt. Also wer gerne On-Point-Blöcke nähen möchte oder ein Quilttop mit On-Point-Blöcken nähen möchte, der kann diese Vorlagen aus meiner Schnittmustersammlung nutzen. Also so sieht jetzt meine Vorlage aus. Bevor ich tatsächlich nähe, vielleicht noch ein paar grundlegende Infos, also für alle, die Foundation Paper Piecing so überhaupt nicht kennen, noch mal ein paar grundlegende Infos. Also Foundation Paper Piecing heißt, ich habe eine Papiervorlage als Basis für meinen Block. Das Papier bleibt nicht drin, keine Sorge. Ich nutze es aber als Hilfsmittel, um mein Muster zu nähen. Ich habe immer eine bedruckte Seite mit durchnummerierten Feldern, und ich habe eine blanke Seite. Der Stoff kommt immer auf die nicht bedruckte Seite. Ich nähe immer von der bedruckten Seite, und zwar nähe ich gleich auf diesen durchgezogenen Linien in meinem Block. Ich starte immer mit Feld 1 und arbeite mich dann durch die Nummerierung von 1 zu 2 zu 3 und so weiter und so fort. Ich habe mir jetzt diese beiden Farben hier rausgesucht, mit denen ich jetzt gerne meinen Block nähen möchte. Mein Mittelquadrat ist immer dieser schwarze Stoff. Aber bevor ich jetzt loslege mit dem Nähen, muss ich mir meine Papiervorlage noch einmal vorbereiten. Dafür schnappe ich mir meinen Papierrollschneider. Ich habe immer einen, den ich für Foundation Paper Piecing nutze und der auch Papier schneiden darf. Denn Papier möchte ich nicht mit meiner regulären Klinge schneiden, sonst wird die zu schnell stumpf. Und hier kommt dann immer eine alte rein, bis die dann auch ganz stumpf ist, und dann wechsle ich. Dann geht's immer bei mir geht es dann immer von dem Stoffrollschneider in den Papierrollschneider, wenn die dann quasi eine neue Klinge kriegt. So, also ich schneide mir meine Vorlage ganz grob aus, und jetzt falte ich entlang all dieser Linien mein Papierstück einmal vor. Das muss man nicht unbedingt machen. Mir hilft das aber im Nähprozess aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen muss ich, das werdet ihr gleich sehen, also wer Foundation Paper Piecing kennt, der weiß, was kommt. Ich muss im Nähprozess immer wieder entlang dieser Linien mein Papier zurückfalten. Wenn ich das einmal vorgefaltet habe, geht das Ganze ein bisschen einfacher. Außerdem helfen mir diese Knicklinien, die ich jetzt ja auf der Rückseite sehe, beim Anlegen meines Stoffes, weil ich weiß, ich kann daran sehen, wo meine Linien entlang führen und gegebenenfalls auch starten und enden. Und das hilft mir gleich beim Anlegen meiner Stoffe. Ich zeige euch das nochmal genau. Das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen kryptisch an, aber ich werde das gleich auf jeden Fall auch nochmal demonstrieren. So, fast fertig. Den Schritt hier mache ich auch total gerne im ganzen Stapel ausgedruckter Blöcke abends beim Fernsehen. Oder meine Kinder verdienen sich extra Taschengeld, indem sie meine ganzen Papiervorlagen vorfalten. Okay. Bevor ich jetzt loslege mit dem Nähen, markiere ich mir meine einzelnen Felder nochmal farblich. Und ich habe das bei meinem Quilt jetzt so gemacht, dass die Hälfte oder die Diagonalhälfte von meinem Block, die kleiner ist. Also man kann es hier erahnen, meine Mittellinie geht ja quasi hier so entlang. Ja? Der rote Stoff, von dem gibt es jetzt hier tatsächlich im Gesamtblock etwas weniger als vom lilanen Stoff. Der lilane Stoff ist ein bisschen dominanter.
macht nur einen minimalen Unterschied, ja. Aber für meinen Designprozess, damit das Ganze so ein bisschen homogener aussieht, habe ich entschieden, dass immer der visuell hellere Stoff quasi auf der Diagonalseite ist, die ein bisschen weniger Stoff enthält. Okay? In meinem Fall habe ich jetzt so ein ganz helles Rosa und ein helleres Blau. Das heißt, die sind beide ziemlich hell, aber auf den ersten Blick, also, und ich mache da wirklich keine Wissenschaft draus, ja, auf den ersten Blick wirkt der hier jetzt für mich dunkler. Das heißt, die Hälfte, die ein bisschen mehr Fläche füllt, die wird jetzt blau und die andere Hälfte wird rosa. So, und in diesem Fall ist das hier meine dominantere Hälfte. Und jetzt markiere ich mir einfach diese Felder blau. Und dann werden diese Felder hier rosa. Und wie gesagt, mein Mittelfeld wird immer schwarz. Jetzt habe ich meinen Block vorbereitet und jetzt geht es ans Nähen. Der Stoff kommt auf die Rückseite immer mit der linken Seite nach unten aufs Papier. Beim Anlegen lege ich das Ganze, die Stoffe aber rechts aufeinander. Das wird jetzt gleich noch mal ein bisschen klarer. Mein Ziel ist es, auf der Rückseite immer die Felder, ihr könnt sie vielleicht so, müsstet ihr sie ja, durchscheinen sehen. Ja? Mein Ziel ist es immer, die Felder auf dieser Rückseite, dass die bedeckt sind. Also mit Stoff bedeckt sind auf dieser Seite. Ja? Und zwar nicht nur so ganz knapp bedeckt, sondern das komplette Feld plus eine Nahtzugabe außenrum muss mit Stoff bedeckt sein. Und ich fülle jetzt die einzelnen Felder. Und ich zeige jetzt einmal, wie das geht. Ich nehme mir einen Stoffrest. Ich kann jetzt den Streifen hier anlegen, damit arbeiten, aber ich arbeite immer lieber mit kleineren Stücken, damit mir so Enden nicht im Weg sind. Ich habe jetzt hier meinen Stoffrest und ich lege den jetzt auf mein Feld A1 und das Ganze muss komplett rundherum muss komplett bedeckt werden, plus rundherum eine Viertel-Inch Nahtzugabe. Das kann man jetzt, wenn man das Ganze umdreht, ganz gut erkennen. Moment, also ich lege das drauf und ich befestige mir das temporär. Ich mache das immer ganz gerne mit diesem Kleberoller. Man kann das aber auch mit einer Nadel machen oder so. So, jetzt ist das Ganze temporär befestigt. Und jetzt könnt ihr das auf der Rückseite, seht ihr, dass das Ganze durchschimmert, ja? Und ihr seht, das ist jetzt auf allen Seiten etwas mehr als ein Viertel-Inch ragt der Stoff hinaus. Das wollen wir haben, ja? Es soll nicht zu knapp an den Außenlinien von Feld 1 sein. Jetzt nehme ich mir mein Papierstück, drehe das Ganze um und dann gibt es immer eine Linie zum nächsten Feld. Also die Linie von meinem bedeckten Feld zum nächsten Feld A2. Das ist diese Linie. Anhand dieser Linie knicken wir das Ganze jetzt einmal zurück. Ja, und jetzt legen wir hier unser Patchwork-Lineal an oder es gibt so spezielle Lineale, die heißen At-a-Quarter-Lineal, die kann man auch nutzen, muss man aber nicht. Jetzt schneide ich mir meinen Stoff ab und zwar so, dass ein Viertel-Inch Stoff übrig bleibt. So, jetzt kann ich das Ganze aufklappen wieder und jetzt im nächsten Schritt wird Feld 2 bedeckt. Feld 2 ist hier, ja, und ich sehe, ich habe mir das rosa markiert, das heißt, hier muss jetzt ein rosaner Stoff drüber. Mein rosa Stoff. Ihr seht, ich nutze Reste, ich schneide mir das Ganze nicht vorher zu, ja. Der muss groß genug sein, um ein komplettes Feld zu bedecken, plus wieder hier auch den Außenrand. Und ich lege mir das Ganze jetzt an. Ich glaube, ich mache es tatsächlich jetzt einfach zum Demonstrieren mit einem etwas größeren Teil. Das ist ein bisschen einfacher. Also ich lege mir das Ganze hier an und ich nähe das jetzt von der Rückseite fest. Und nach dem Festnähen wird das Ganze dann umgeklappt und dann muss das Feld 2 bedeckt werden. Okay, also das heißt, an dieser Stelle muss ich jetzt überlegen, okay, wie muss jetzt meine Form aussehen, dass das Ganze das auch gleich bedeckt. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel anlegen würde, dann nähe ich das fest und klappe das um, dann ist mein Feld nicht komplett bedeckt. Ja? Also deswegen muss ich hier so ein bisschen vorsichtig sein und gucken, okay, welchen Stoff lege ich denn jetzt an. Ich kann auch meinen Stoffrest nehmen,
den quasi so auf das Feld legen, denken, ja, so passt das auf jeden Fall. Und dann klappe ich das Ganze vorsichtig so um und lege das an. Okay? Jetzt nehme ich mir dieses Teil, ja, halt das gut fest. Ich kann auch, das mache ich jetzt einmal hier, ich kann mir das Ganze auch einmal durchs Papier so feststecken, damit sich jetzt auf dem Weg zur Nähmaschine nichts verschiebt. Und jetzt nähe ich einmal entlang der Linie zwischen Feld A1 und A2 mit einer kleinen Stichlänge, ungefähr 1,2 entlang. Die Anfang- und Endpunkt an der Stelle werden verriegelt. Ich mache das einmal und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Okay, so sieht das Ganze auf der Rückseite aus, so auf der Vorderseite. Ihr seht, ich habe hier genau auf der Linie genäht. Jetzt nehme ich mir meine Nadel raus und jetzt wird das Ganze umgeklappt und hier erstmal mit den Fingern gebügelt. Jetzt muss ich kontrollieren, ist mein komplettes Feld bedeckt. Das kann ich wieder so rum machen. Und ja, das ist natürlich jetzt easy mit so einem großen Stoffrest. Mein Feld, seht ihr das? Ja, mein Feld ist wirklich komplett bedeckt. Ja. Und jetzt kann ich das mit dem Bügeleisen einmal nochmal ordentlich bügeln. So, ich mache das jetzt einmal. So, okay. Und jetzt geht's zum nächsten Feld. Wieder die Linie zum nächsten Feld. Das nächste Feld ist A3, das heißt, das ist jetzt bedeckt. Das ist die Linie, die zum nächsten Feld führt hier. Jetzt klappe ich wieder das Ganze entlang meiner Knickkante zurück, schneide meine Nahtzugabe zurück auf 1/4 Inch. Ihr seht, ich habe jetzt dieses Lineal genommen. Geht aber natürlich auch hier mit, ja. Also das ist so ein Lineal, da ist jetzt genau so eine Kante bei 1/4 Inch. Ich kann das hier am Papier einrasten, dann geht es einen ganz kleinen Tacken schneller. Wie gesagt, es geht auch absolut damit. Und als nächstes wird Feld A3 bedeckt, auch wiederum mit rosa. Und jetzt suche ich mir einfach den nächsten Stoff, meinen Streifen und lege das Ganze da an und gehe jetzt damit zur Nähmaschine. Ich kann auch, damit mir dieser Fitzel hier nicht im Weg ist, den jetzt einmal abschneiden. So. Dann faltet sich das nicht beim Nähen aus Versehen um oder so. Und ihr seht, ich gehe überhaupt nicht genau vor. Ich nehme einfach eine Schere und schneide es mir grob kürzer. Und jetzt mache ich genau das gleiche wie gerade. Ich nähe entlang dieser Linie und dann wird das Ganze überprüft, ob mein Feld A3 bedeckt ist, gebügelt und dann geht es gleich schon weiter. Das nächste Feld ist bedeckt. Jetzt geht es weiter zum Feld A4. Von meiner bedeckten Fläche die Linie zu Feld A4 ist diese hier. Ich knicke das Ganze zurück. Ich bin übrigens Linkshänder, deswegen kann das sein, dass es für euch jetzt hier ein bisschen komisch aussieht. Wer Schwierigkeiten hat, sich da so das Ganze so ein bisschen umzudenken, der kann das Video einfach, also euren Bildschirm in den Spiegel halten und dann das Video im Spiegel euch angucken. Dann sieht es wiederum richtig rum aus. Ja? Das ist immer mein Trick, wenn ich Videos von Rechtshändern sehe. Okay, also Feld A4 wird blau. Das heißt, ich brauche jetzt ein blaues Reststück. Und das hier passt ganz wunderbar. Das lege ich jetzt wieder an. Bei den Streifen, ich muss letztendlich nur darauf achten, dass mein Reststück breit genug ist. Das ist das auf jeden Fall. Und dann kann ich sehen, also entweder durch das Durchschimmern oder auch eben durch mein Vorknicken, wo mein Streifen anfängt und wiederum endet. Und dann muss ich beim Anlegen nur darauf achten, dass ich nicht zu weit rüberrutsche beim Anlegen, also dass meine Stoffrestenden weit genug über die Begrenzung ragen. Wenn sie das tun, dann ist meine Fläche auf jeden Fall bedeckt. Das ist halt der Grund, warum ich gerne meine Linien vorfalte, weil selbst bei schlechtem Licht sehe ich dann, aha, da ist Anfang und Ende und das hilft mir dann, das Ganze auch sauber anzulegen und so weniger Fehler zu machen. Okay, also ich lege das Ganze, wie gesagt, so an. Jetzt drehe ich das Ganze um und nähe die nächste Linie. Die Schritte, die ihr jetzt gesehen habt, werden jetzt immer und immer wieder wiederholt, bis das komplette Teil bedeckt ist. Und
ihr könnt sehr gut erkennen, dass ich hier wirklich nicht sehr auf Genauigkeit achte, dass ich einfach irgendwelche Reste nehme und die anlege. Und das ist eben genau das, was ich an FPP so gerne mag. Ich finde es wahnsinnig entspannend, so zu arbeiten. Oh, das ist breit genug. Jetzt begrade ich mir nur einmal hier die Kante, damit es nicht schief umgefaltet wird und dann doch wiederum nicht passt. Also ihr seht, es ist wahnsinnig entspannt, so zu arbeiten. Ich muss nicht auf eine genaue Nahtzugabe oder so achten. Mein Ergebnis wird aber trotzdem absolut perfekt. Und mit absolut perfekt meine ich natürlich nicht den schönsten Block der Welt, sondern dass es einfach genau die richtige Endgröße hat und meine Linien gerade sind und so weiter. Manchmal ist es so, wie in diesem Fall, dass jetzt mein Stück einfach, ich hier so ein Riesenstück Stoff überstehen habe. Also die nächste Kante, die ich begradigen werde, ist diese hier. Und dann ist mir aber dieses Stoffstück jetzt ewig im Weg. Und deswegen kürze ich das jetzt an dieser Stelle schon. Und zwar weiß ich, es bedeckt ja dieses Feld hier. Deswegen, oh, mal, die habe ich vergessen vorzufalten. Wenn ich das, ihr seht, es ist deutlich einfacher, so eine Kante genau umzuknicken, wenn das vorgefaltet ist. So, so kann ich das Ganze jetzt schon einmal zurückschneiden, so, ja, und viel unkomplizierter damit weiterarbeiten. Und ich kann das Stück jetzt natürlich gleich dann direkt weiter nutzen. Okay, jetzt bin ich bei Feld A6 angekommen. Wenn ich solche Reste-Quills nähe, dann mache ich das im Workflow gerne so, dass ich tatsächlich mehrere Blöcke gleichzeitig nähe. Also in der Farbkombi würde ich mir jetzt zum Beispiel 2 oder 3 Vorlagen zeitgleich hinlegen, vorbereiten, vorknicken, die Farben markieren und so weiter. Und dann immer quasi jeden Schritt an 3 Blöcken durchführen und dann auch an der Nähmaschine 3 Blöcke gleichzeitig nähen und so weiter. Ich finde, erstens bin ich so ein bisschen schneller, weil ich halt nicht immer wieder umswitchen muss und nicht, ich muss ja immer wieder aufstehen und so weiter und so fort. Wenn ich aber 3 Nähte hintereinander machen kann, ohne dazwischen aufstehen zu müssen, ist es einfach einen Tacken schneller. Zum anderen ist es auch mich persönlich, ich finde diesen Rhythmus, dieses Wiederholen wahnsinnig meditativ. Also mir macht so auch einfach noch mal einen Tacken mehr Spaß. Dabei sortiere ich mich auch gerne so, dass ich quasi bevor ich starte mit der nächsten Runde an Blöcken, mir die kleinsten Reste so ein bisschen nach oben lege und die versuche dann auch direkt in den ersten Reihen zu verbraten und mich dann nach hinten durchzuarbeiten. So bleiben bei so einem großen Restequilt nicht zum Schluss ganz viele kleine Stücke übrig und ich kann auch wirklich das meiste aus den kleinen Stoffresten rausholen. Hier in diesem Quilt habe ich mich entschieden, auch Webkanten mit zu verarbeiten. Das mache ich ganz genau wie mit regulären Stoffstreifen auch. Ich lege aber immer die quasi geschlossene Kante an und vernähe die dann. Und genau, so ist dann das Ergebnis. Hier an der Stelle habe ich jetzt meinen letzten Streifen angenäht, also auf dieser Seite, ja, und ich will jetzt gerne meinen Stoffrest zurückkürzen. Und das mache ich, indem ich hier entlang der gestrichelten Linie zurückschneide. Also hier auf keinen Fall entlang der inneren Linie zurückschneiden. Denn
In meiner Vorlage ist es so, dass quasi alle Felder, die von durchgezogenen Linien umrandet sind, das sind die Stoffe, die ihr dann nachher auch sehen werdet. Dieses Stück zwischen der äußeren Kante und der gestrichelten Linie, das ist eure Nahtzugabe. Und wenn ich jetzt hier entlang dieser Linie abschneide, dann schneide ich mir meine Nahtzugabe ab. Ganz zum Schluss schneiden wir den Block auch noch entlang dieser Linie einmal zurück, der gestrichelten. Aber ich mache das jetzt an dieser Seite jetzt schon, damit mir eben dieses Stoffstück in der Weiterverarbeitung nicht im Weg ist. So, das letzte Stück ist angenäht und jetzt schneide ich meinen Block einmal zurück zu seiner finalen Größe. Ich hatte es ja gerade schon mal angedeutet. Ich werde das Ganze jetzt entlang der äußeren gestrichelten Linie zurückkürzen. Hier hatte ich das streckenweise ja schon getan. Jetzt muss ich noch die Reste abschneiden. So. Okay, so sieht mein fertiger Block aus. Genau die Größe, die ich ursprünglich geplant habe. Alle Linien sind genau parallel, alle Flächen genauso groß, wie sie sein sollen, ohne dass ich groß zuschneiden, messen oder sonst was musste. Jetzt ist natürlich noch mein Papier drin und das soll nicht drin bleiben. Das werde ich jetzt als nächstes entfernen. Beim Entfernen gehe ich immer genau rückwärts vor. Ich fange mit dem letzten Feld an, also A13. Und ich schnappe mir mein Stück Papier und ich starte in der Ecke. Ich halte hier immer einmal meinen Finger fest für das Ganze mit meinem Finger fest für das erste kleine Reißen. Und dann ziehe ich mein Papier auf jeden Fall seitlich weg, nicht so, damit ich möglichst wenig an meiner Naht ziehe und zerre. Aber dadurch, dass ich eine kleine Stichlänge gewählt habe und somit das Papier perforiert habe, ist es tatsächlich sehr, sehr einfach wegzuziehen. Das Vorfalten hilft an der Stelle auch tatsächlich nochmal. Ja, und so arbeite ich mich jetzt einfach Stück für Stück durch den Block und entferne das komplette Papier. Vielleicht habt ihr ja Lust, die FPP-Technik mit den Log-Cabin-Blöcken mal auszuprobieren. Es ist tatsächlich ein wirklich toller Block, um das Ganze mal, die Technik mal zu testen. Ein wirklich super Startprojekt für FPP. Meine Vorlagensammlung hat diese Größe, das ergibt 7 Inch große Blöcke, 5 Inch große Blöcke, also quasi das Ganze einfach auf 5 Inch runtergeschrumpft. Und dann noch diese zuckersüßen 3,5 Inch großen Blöcke. Da freue ich mich auch schon auf ein Projekt, das ich in Planung habe, denn ich habe von diesen Blöcken hier so viele ganz kleine Reste, die ich jetzt auch noch irgendwie verwerten wollte, und das werde ich in diesen ganz kleinen Mini-Blöcken machen. Außerdem sind in der Vorlagensammlung die Eckblöcke enthalten, diese diagonalen Ecken. Falls ihr so eine Anordnung umsetzen möchtet, also dass eure Blöcke on point angeordnet sind und ihr dann das Problem habt, dass hier eure Kanten gefüllt werden müssen, da gibt es dann in der Vorlagensammlung gibt es die Vorlagen, die eben genau diese Größe haben, inklusive Nahtzugabe. Je nachdem, wie man die Blöcke teilt, ob man sie jetzt so teilt oder so teilt, ergibt sich eine unterschiedliche Webung. Mal gehen die langen Streifen von rechts nach links. Wenn man den Block allerdings so teilt, dann gehen sie von links nach rechts. Und je nachdem, ob man die Blöcke jetzt oben oder an der Seite von eurem Quilltop anordnet, müsstet ihr dann die entsprechende Webung aussuchen. Aber für beide diese Anordnungen sind die Vorlagen enthalten. Sowohl in der
7 Inch Blockgröße als auch in der 5 und in der 3,5 Inch Blockgröße. Ich bin sehr gespannt, was ihr aus dem Log Cabin Block und den Vorlagen macht. Es wird noch ein zweites Video geben, das werde ich dann auch unter diesem Video hier verlinken, in dem ich euch zeige, wie man diesen Block mit klassischen Methoden näht, auch wie man den plant, in den unterschiedlichen Größen und so weiter. Das lohnt sich da auch mal reinzuschauen, vor allen Dingen, wenn man nicht gerne Foundation Paper Piecing macht, soll es ja auch geben. Und genau, vielleicht habt ihr Lust, auch die alternative Version mal auszuprobieren. Habt ihr Fragen generell zu Foundation Paper Piecing, zu Log Cabins oder auch andere, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an hello@quiltwerke.com. Ich nehme auch immer sehr gerne Videowünsche entgegen. Also wenn es irgendetwas gibt, was ihr gerne mal von mir lernen wollt, dann schreibt mir doch. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt, wenn ihr mir folgt, damit möglichst andere Menschen mich auch finden können, weil der Algorithmus mich dann ein bisschen lieber mag. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Log Cabin Blöcken und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.